Was wir hier sehen, sind schöne bunte Steinchen. Die sind aber nicht so schön, wenn sie sich in unserer Gallenblase oder noch schlechter in den Gallengängen befinden und dort alles verstopfen. Das kann zu heftigen Koliken führen und das kann auch richtig böse enden. Deshalb wollen wir in diesem Video sehen, wie ihr Gallensteine verhindern könnt und was ihr vor allen Dingen aber auch tun könnt, solltet ihr schon welche haben. Ich bin Dagmar Prassler, Heilpraktikerin mit langjähriger Praxiserfahrung und medizinische Fachreferentin. Und in meinen Videos möchte ich euch die Chance geben, dass ihr eure Gesundheit selbst in eure Hände nehmen könnt. Und wenn denn doch etwas schiefgehen sollte, das heißt, ihr mal krank werdet, gebe ich euch Tipps, wie ihr möglichst schnell wieder gesund werdet. Wenn euch das gefällt, abonniert gerne meinen Kanal. Cholesterin ist der Hauptverursacher von diesen Gallensteinen. Zu viel Cholesterin ist nicht gut für eure Blutgefäße, ist aber auch nicht gut für Leber, Galle. 20% der Menschen in Deutschland haben Gallensteine und ich sag mal, 80% davon wissen es überhaupt nicht. Also das heißt, Gallensteine müssen nicht immer Beschwerden machen. Aber wenn sie Beschwerden machen, dann sind diese teilweise richtig heftig. Immerhin 2/3 der Frauen haben Gallensteine so ab 40. Man geht davon aus, dass das etwas mit dem Östrogenhaushalt zu tun hat. Also zu viel Östrogen, zu viel Cholesterin sind schon mal ganz schlechte Voraussetzungen, um vielleicht auch Gallensteine zu entwickeln. Dazu kommt eine Familienanamnese. Wenn also Oma, Opa oder vor allen Dingen die Oma und vielleicht auch die Mutter schon Gallensteine hatte, dann seid aufmerksam. So sieht es aus mit der Gallenblase und mit den Steinen. Die Schmerzen kommen recht und die Schmerzen kommen in Schüben, wenn ihr eine Gallenkolik habt. Das ist wirklich so, als wenn man mit dem Messer einmal reinsticht hier in den unteren rechten Rippenbogen. Es kann sein, dass diese Schmerzen ausstrahlen bis in den Rücken. Das kann sein, dass sie ausstrahlen bis hier zum Hals, bis zum Kiefer, bis in den Arm hinein. Wenn ihr das auf der linken Seite haben würdet, dann würde ich sagen, Achtung, vielleicht ist es ein Herzinfarkt. Es sind wirklich teilweise heftige Schmerzen, hier allerdings auf der rechten Seite. Und wie gesagt, sie kommen in Schüben und sie kommen natürlich häufig nach dem Essen, gerade nach fettreichem Essen. Was auch passieren kann, ist, dass ihr einen Juckreiz verspürt. Ein Juckreiz gerade in den Handinnenflächen, an den Fußsohlen. Das hat damit zu tun, dass das Bilirubin ausfällt sozusagen, Bilirubin sich zurückstaut, im Blut sich anreichert und somit eben zu diesem Juckreiz führt. Ihr habt diesen Juckreiz auch bei zu viel Zucker im Blut, by the way. Was ist Bilirubin? Bilirubin ist das Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffes des Hämoglobins. Normalerweise soll das Ganze ja dann über die Galle, über den Darm mit dem Stuhl ausgeschieden werden. Wenn wir da allerdings eine Verstopfung haben, staut sich das ins Blut zurück und macht genau diese Beschwerden. Es kann auch sein, dass ihr so gelbes Klären bekommt in den Augen, eure Haut ein bisschen gelblich wird. Euer Stuhl ist dann häufig hell, weil dieses dunkle Bilirubin ja fehlt. Dafür ist euer Urin dunkel, weil es darüber dann ausgeschieden wird. Also wenn ihr diese Symptome habt, dann solltet ihr wirklich schnell zum Arzt gehen, dann habt ihr wahrscheinlich ziemlich heftige Gallensteine. Wenn der Abfluss verstopft ist, bilden sich eben genau diese Probleme aus. Wir sehen hier die Leber bildet die Gallenflüssigkeit, es gibt einen direkten Gang aus der Leber hier durch die Bauchspeicheldrüse, durch den Bauchspeicheldrüsengang bis hierhin zum Dünndarm. Hier im Dünndarm soll die Gallenflüssigkeit dann auch wirken. Ist die Gallenflüssigkeit zu dick oder habt ihr sogar einen Stein, der das Ganze hier verstopft, dann passiert genau das, was ich beschrieben habe. Das Ganze staut sich zurück und ihr habt einen hellen Stuhl und einen dunklen Urin. Dann ist aber unter Umständen auch der Pankreasgang hier mit verstopft und das gibt dann richtig heftige Beschwerden bis hin zur Bauchspeicheldrüsenentzündung. Der größte Teil von dieser Gallenflüssigkeit wird allerdings hier in der Gallenblase gespeichert, sodass, wenn ihr was Fettes esst, hier relativ schnell die Gallenflüssigkeit ausgeschieden wird. Aus der Leber dauert das immer ein kleines bisschen länger. Wenn ihr jetzt keine Galle mehr habt, ist das genau das Problem, dass es dauert,
bis die Gallenflüssigkeit dann hier im Dünndarm ankommt. Hier sorgt sie dafür, dass die Fette emulgiert werden. Fette emulgieren heißt, sie werden in viele kleine Tröpfchen umgewandelt, sodass sie besser verdaut werden können. Und dafür braucht ihr die Gallensäuren. Die Gallensäuren sind ein ganz wichtiger Bestandteil in der Gallenflüssigkeit. Die Gallensteine bilden sich jetzt einmal aus dem Cholesterin, das sind so gelbe Steine. Cholesterinsteine sind zu 70–80% die Ursache allen Übels in der Gallenblase. Also zu viel Cholesterin ist nicht gut für die Blutgefäße und ist auch genauso schlecht für Leber, Galle. Dann gibt es noch die sogenannten Calciumsalze. Ausfälliges Calcium kann auch zu Steinen führen und eben auch die Bilirubinsteine, die dann häufig eher braun sind. Diese Pigmentsteine finden wir dann häufig in den Gallengängen, die können dort zu einer Entzündung führen, es sammeln sich Bakterien an, dann wird das Ganze eher so bräunlich, spätestens dann muss aber auch reagiert werden. 700 Milliliter bildet die Leber an Gallenflüssigkeit pro Tag. Das ist eine ganze Menge und die ist sehr, sehr, sehr genau zusammengesetzt. 80% Wasser. Ein großer Anteil eben von diesem Cholesterin, was ausfällen kann und diese Cholesterinsteine bildet. Dann finden wir das benannte Bilirubin. Wir finden aber auch kleine Fette, die sogenannten Phospholipide, die ganz wichtig sind, damit auch die Gallenflüssigkeit immer emulgiert wird. Und wir finden eben einen großen Anteil dieser Gallensäuren. Ihr könnt euch das so vorstellen, ihr packt so eine Flüssigkeit zusammen in euren Mixer, drückt einmal auf den Knopf und das, was ihr bekommt, ist eine sehr homogene, leicht fettige, leicht schäumige Flüssigkeit. Und so sollte eure Flüssigkeit in der Gallenblase aussehen, wenn ihr denn nicht zu viel Cholesterin habt, zum Beispiel, und das Ganze so richtig dickflüssig wird. Die Gallensäuren sind ganz wichtig und deshalb spart der Körper Gallensäuren über den sogenannten enterohepatischen Kreislauf. Das sehen wir hier, wir sehen hier die Leber, jetzt haben wir hier irgendwo die Gallenblase. Das Ganze geht jetzt, wie gesagt, über den kleinen Pankreasgang hier in den Dünndarm. Die Gallensäuren sind aber ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn die Gallensäuren ihre Aufgabe erledigt haben, dann resorbiert der Darm gerne über den sogenannten Enterodarm-hepatischen, Hepa-Leber-Kreislauf die Gallensäuren zurück in die Leber und hier werden sie wieder gebraucht, um neue Galle zu produzieren. Das ist ganz toll und ist für den Darm auch eine unglaubliche Erholung. Aber ein Trick ist es, mit Ballaststoffen genau das zu verhindern. Weil Ballaststoffe bilden jetzt mit diesen Gallensäuren so einen festen Komplex und werden über den Stuhl ausgeschieden. Der Vorteil ist, dass die Leber dann aus dem Blutkreislauf neues Cholesterin braucht, also dort das Cholesterin senkt, um wieder neue Gallensäuren zu bilden. Das heißt, ihr senkt mit Ballaststoffen und über diesen sogenannten, das Ausschalten des enterohepatischen Kreislaufs, euer Cholesterin und die Gefahr von Gallenstein. So, tierische Fette und Zucker sind eine schlechte Kombination, gerade dann, wenn ihr A, viel Cholesterin im Blut habt, aber auch dann, wenn ihr eine Familienanamnese habt mit Gallenstein. Achtung mit tierischen Fetten und vor allen Dingen eben auch gerade dann Achtung mit Zucker. Dann kann es sein, dass sich diese Gallensteine relativ schnell bilden, immer größer werden und dann kann es auch sein, dass die Gallenblase entfernt werden muss. So, hier habe ich auch ein paar Tricks und Tipps für euch auf Lager. Das eine ist der Charanti-Tee. Charanti-Tee ist ein Tee aus einer asiatischen Bittergurke. Jetzt werdet ihr vielleicht zusammenzucken und sagen, Bittergurke will ich nicht trinken. Bittergurke schmeckt gar nicht so schlecht. Dieser Charanti-Tee ist sehr lecker, den habe ich in meinen Videos schon häufig genannt, weil er eine super Wirkung hat auf Cholesterin, auf den Darm, auf enterohepatischen Kreislauf, auf die Gallenflüssigkeit, einfach auf alles. Ihr könnt ihn ein bisschen mischen mit etwas Zitrone und Ingwer, 1 Liter davon am Tag, verteilt über den Tag trinken und ihr seid perfekt aufgestellt. Eine ähnliche Wirkung hat Apfelpektin als wichtiger Ballaststoff oder auch Apfelmost. Apfelmost ist ein Apfelsaft, der
richtig noch trübe ist, also so ein richtig frisch gepresster Apfelsaft. Davon 1-2 Gläser am Tag, perfekt für Leber, Galle und Darm. Ballaststoffe binden eben Cholesterin, habe ich euch schon erzählt, scheiden das mit dem Stuhl aus. Das heißt, ihr senkt das Cholesterin und somit eben auch die Gefahr, einerseits eine Arteriosklerose, andererseits eben auch von Gallenstein. So eine perfekte Kombi. Flohsamenschalen sind natürlich auch super geeignet, wenn ihr Verstopfung habt, weil Verstopfung natürlich auch zu einem Stau in diesem gesamten Bereich führt. Über Flohsamenschalen habe ich im Übrigen ein eigenes Video gemacht. Ballaststoffe findet ihr vor allen Dingen im faserreichen Gemüse. Abgekühlte Kartoffeln sind nochmal ein guter Trick. Heißt, Kartoffeln kochen, 24 Stunden abkühlen lassen. Es bildet sich resistente Stärke und diese resistente Stärke ist ein wunderbares Futter für eure Darmbakterien, sorgt für eine tolle Verdauung und dafür, dass diese Stärke eurem Körper nicht als Zucker zur Verfügung steht. Auch darüber habe ich in meinen Videos schon gesprochen. Dann könnt ihr noch essen Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte bitte immer 24 Stunden einweichen, gut abspülen und dann kochen. Trockenfrüchte sind auch super bei Gallenbeschwerden. Achtet drauf, nicht mehr als 2 am Tag, weil sie auch viel Zucker haben. Kohlenhydrate sind überhaupt kein Problem. Vollkornprodukte sind toll. Vollkornprodukte aber nicht gerade so ein richtig frisches Brot. Das sollte schon immer 1-2 Tage alt sein. Aber alles das hilft neben Bitterstoffen, dass ihr Gallensteine verhindern könnt und es hilft auch, wenn sich kleine Steinchen gebildet haben, dass diese in Lösung gehalten werden, also das heißt keine Koliken verursachen. Bitterstoffe sind toll, Mariendistel ist ein Phytostoff, der die Leber regenerieren kann, gerne in Kombination mit Cholin, mit Artischocken, mit Wasabi, ne? Dieses scharfe Wasabi kennt ihr, wenn ihr gerne Sushi esst. Oder auch die Stiele vom Löwenzahn. Vitamin C ist auch nochmal so ein guter Trick, weil Vitamin C allerdings in einer Dosis von 1000 Milligramm am Tag Cholesterin in Lösung hält. Das heißt, verhindert, dass Cholesterin in der Galle auskristallisiert. Ihr findet hier die Lebensmittel, gerade auch Früchte, die besonders viel Vitamin C haben. Ein Trick ist es, für eine relativ günstige Möglichkeit auch, ein Glas Orangensaft, so aus 2-3 Orangen, gerne auch Blutorangen und dazu gerne eine Messerspitze reines Vitamin C, also reine Ascorbinsäure, die ihr relativ günstig in der Apotheke bekommt. Dann habt ihr einmal das natürliche Vitamin C mit der Ascorbinsäure kombiniert und habt somit einen wunderbar biologischen Booster. Filterkaffee. Filterkaffee ist auch ein wunderbarer Trick, gerade bei Gallenkoliken. Die Bitterstoffe im Filterkaffee helfen nämlich, dass sich die Gallenblase immer etwas kontrahiert und die Gallenflüssigkeit flüssig gehalten werden. Wichtig ist aber, dass ihr den Kaffee wirklich filtert. Ansonsten hat Kaffee einige Fette, einige Fettsäuren, die nicht so toll sind für Leber, Galle. So, und jetzt wird es richtig medizinisch mit dem schwarzen Rettichsaft. Das ist hier wirklich Medizin und keine Nouvelle Cuisine. Also das heißt, schwarzer Rettichsaft schmeckt richtig scharf. Es gibt aber einige Tricks, dass man ihn trotzdem gut trinken kann. Zum einen braucht ihr ungefähr frisch gepressten Saft von so bis zu 200 Milliliter am Tag. Den trinkt ihr über 3 bis 4 Portionen. Ihr könnt ihn gerne, Achtung, Trick, mit Apfelsaft verdünnen, dann habt ihr mehrere Wirkungen auf einmal. Macht euch ein ganz kleines bisschen Honig dazu und bewahrt den Rettich vor allen Dingen im Kühlschrank auf, dann verliert ihr an Schärfe. Das macht ihr gerne mal über 4 Wochen. Achtung, 2-3 Tage Pause pro Woche, ne, weil dieser Saft relativ scharf ist und ihr das sonst irgendwann am Hals und vielleicht auch in der Speiseröhre merken würdet. Ihr könnt diesen schwarzen Rettichsaft im Übrigen auch sehr gut mit Flohsamenschalen anrühren und zu euch nehmen. Dann habt ihr einmal ein bisschen weniger Schärfe und auch hier eine doppelte Wirkung. Das ist jetzt mal der Tagesablauf, das Wichtigste zusammengefasst. Morgens eine Kanne voll
heißem Wasser mit Charanti-Tee, mit der Bittergurke, etwas Ingwer und Zitrone. Dann trinkt ihr gerne den Apfelsaft, vielleicht mit dem Rettichsaft vermischt, vielleicht sogar noch mit den Flohsamenschalen vermischt und ihr trinkt, wenn ihr mögt, 3 bis 4 Tassen schwarzen Filterkaffee. Wenn ihr Milch dazu trinken wollt, keine Kuhmilch, wenn möglich, sondern wirklich ein ganz kleines bisschen Pflanzenmilch. Eine Möglichkeit ist noch die Darm-Leber-Kur von Hulda Clark. Viele von euch kennen die vielleicht. Hulda Clark ist eine Biologin, die viele gute Rezepte entwickelt hat. Sie hat gelebt von, ich glaube, so ungefähr 1920 bis Anfang 2000. Sie hat auch einige Rezepte entwickelt, gerade in der Krebstherapie, die für Nicht-Wohlwollen sorgen. Gerade auch bei den Ärzten, entscheidet selber, guckt euch das gerne an. Ich habe die Hulda Clark Homepage verlinkt in der Videobeschreibung. Diese Darm-Leber-Kur von Hulda Clark ist sehr bekannt in der Naturheilkunde. Lest sie euch gut durch, entscheidet, ob ihr sie machen wollt. Dazu braucht ihr ein Getränk aus Olivenöl, also richtig viel Fett, aus Bittersalzen und ausgepressten Grapefruitsaft. Das sorgt dafür, dass eure Leber, dass vor allem eure Gallenblase wirklich richtig stark kontrahiert. Heißt aber auch, dass sich die Gallensteine lösen können, auflösen können. Und das ist genau der Punkt. Zum einen könnt ihr damit Gallensteine verhindern, zum anderen haben viele Angst, wenn sie denn schon größere Gallensteine haben, dass die jetzt auf Wanderschaft gehen. Das ist nach meinem Wissen noch nie passiert. Es hat noch nie diese Komplikation gegeben. Wenn ihr aber auf Nummer sicher gehen wollt und bereits wisst, dass ihr größere Steine habt, solltet ihr diese Kur lieber nicht machen. Entscheidet euch selber, lest euch das gut durch auf der Seite von Hulda Clark. So, das, was ihr in jedem Fall machen könnt und was auch völlig ungefährlich ist, ist der Leberwickel. Auch dieser wunderbare Leberwickel ist ein ganz altes Rezept aus der Naturheilkunde bei Leber-Gallenbeschwerden. Das heißt, ihr legt euch am besten hin, Füße ein bisschen hoch, Oberkörper leicht erhöht, dann packt ihr euch auf die rechte Seite, so rechter Rippenbogen, ein feucht warmes, kann richtig sehr warm sein, feucht warmes bis heißes Tuch auf den Rippenbogen, hier auf die Leberseite, darauf eine wunderbare Wärmflasche und darüber dann nochmal ein dickes Handtuch und vielleicht noch so eine dicke Decke nochmal um den gesamten Oberkörper. Jetzt bleibt ihr 20 Minuten liegen, denkt an eure fröhliche Leber, ihr könnt, wenn ihr wollt, in die Leber hinein atmen, vielleicht macht ihr euch ein bisschen Musik an. Wichtig ist, die Entspannung jetzt zu genießen, weil durch die Wärme und durch eure Entspannung entspannt sich nämlich auch die Leber, entspannt sich die Bauchspeicheldrüse, die Gallengänge entspannen sich und die Gallenflüssigkeit wird schön flüssig und kann langsam vor sich hinfließen. Die Gallengänge in der Leber werden geweitet und alles geht im wahrsten Sinne des Wortes seinen Gang. Wenn ihr das regelmäßig macht, habt ihr definitiv eine fröhliche Leber und eine fröhliche Leber hat auch eine fröhliche Gallenblase zur Folge. Also, wenn ihr diese Tipps befolgt, bin ich mir sicher, werdet ihr keine Beschwerden haben mit der Lebergalle. Ich wünsche es euch von Herzen. Bleibt also gesund und munter. Tschüss, tschüss.